Wie viele Kleidungsstücke kann eine Person besitzen? Fragte Michelle genervt, als sie versuchte, ihren Pullover in den dicht gepackten Schrank zu quetschen, welcher mit Röcken, Pullovern und Blusen ihrer Schwester Liz vollgestopft war. Nach einigen Bemühungen gelang es ihr, ihre Kleidung aufzuhängen, und sie ging zu ihrem Bett, müde und bereit, einen langen Tag zu beenden. Autsch! Schrie sie von Schmerz, als sie sich den Zeh an dem Puppenhaus ihrer Schwester stieß, das mitten auf dem Boden stand. Michelle konnte es einfach nicht mehr ertragen. Es war schon schlimm genug, das Schlafzimmer mit Liz, ihrer kleinen Schwester, teilen zu müssen. Aber jetzt, wo ihre Schwester immer größer wurde und immer mehr Sachen bekam, war das Zimmer einfach nicht mehr groß genug für die beiden. Humpelnd bahnte sich das Mädchen einen Weg durch den engen Hindernisparcours und fiel ins Bett. Am nächsten Tag erreichten die Schwestern gerade die Bushaltestelle, als der Schulbus eintraf. Michelle schnappte sich die letzte freie Sitzreihe und Liz setzte sich direkt neben ihr. Hey, mach mal ein bisschen Platz, rief Michelle und gab Liz einen kräftigen Schubs. Das ältere Mädchen drückte das Gesicht gegen die Fensterscheibe und versuchte, etwas Luft zu schnappen. Warum sind die Sitze so klein, dachte sie. Vor allem, wenn du dich noch mit deiner kleinen Schwester reinquetschen musst. Zum Glück stieg Liz nur ein paar Haltestellen später am alten Schulgebäude aus. Jetzt konnte sich Michelle endlich entspannen und einen Platz für sich allein genießen, während der Bus sie zu ihrem neuen Schulgebäude am anderen Ende der Stadt brachte. An der nächsten Haltestelle sah sie zwei ihrer besten Freundinnen den Bus einsteigen. »Hey, Claire, Jill, hier drüben«, rief sie und rutschte fröhlich hinüber, damit Claire sich neben sie setzen konnte. Und Jill hat währenddessen einen freien Platz in einer anderen Reihe gefunden. »Hey, Jill, komm doch zu uns, hier ist doch genug Platz«, sagte Michelle. Das Mädchen nickte und sie setzten sich zu dritt auf die Bank. Es war ein bisschen eng, aber das schien niemanden zu stören. Michelle wollte ihren Freundinnen ihr neues Bibliotheksbuch zeigen. Sie hob ihre Büchertasche hoch und bemerkte, dass das Mathebuch ihrer Schwester irgendwie unter ihre Tasche gerutscht war. »Wie ist das denn hier gelandet?«, dachte sie. »Das muss passiert sein, als ich Liz rübergeschoben habe, um Platz zu schaffen.« Sie dachte sich, ich habe mich so eingeengt gefühlt, als ich mit Liz zusammensaß. Und jetzt, mit zwei anderen größeren Kindern, habe ich das Gefühl, dass ich allen Platz der Welt habe. In diesem Moment sah sie zufällig das Schild, das über dem Kopf des Busfahrers hing. Bitte rutscht auf, es gibt immer Platz. Für einen Freund. Das war es. Sie fühlte sich nicht eingeengt, denn sie saß mit ihren Freunden zusammen, mit denen sie gerne zusammen war.
Michelle schämte sich ein wenig, als ihr klar wurde, dass sie nicht dasselbe über ihre kleine Schwester sagen konnte. Könnte das der Grund sein, warum ich mich in meinem Zimmer auch so beengt fühle? Michelle lächelte, als ihr eine brillante Idee kam. Eine Idee, wie ihr Zimmer größer werden könnte. Noch am gleichen Nachmittag fing sie an, ihren Plan umzusetzen. Als Liz das Zimmer betrat, hat Michelle sie nicht angeschrien und gab sich Mühe, nett und freundlich zu sein. Sie bot sogar an, einige ihrer Sachen mit Liz zu teilen. Liz war so begeistert von der neuen Einstellung ihrer großen Schwester, dass sie auch anfing, netter und freundlicher zu sein. Sie achtete darauf, ihre Sachen wegzuräumen und Michelle etwas Platz zu lassen. Im Laufe der Tage begannen die beiden sich richtig gut zu verstehen. Das Gefühl der Enge, das Michelle immer in ihrem Zimmer hatte, verschwand und sie begann, es mit ihrer Schwester zu teilen. Es ist wirklich wahr, dachte sie sich, es gibt immer genug Platz, wenn man ihn mit einer Freundin teilt. Im Abschnitt dieser Woche erfahren wir von dem Streit zwischen den Hirten Abrahams und seinem Neffen Lot. Obwohl eigentlich genug Platz für alle da war, haben sie sich eingeengt gefühlt, da sie nicht miteinander auskamen. Unsere Weisen lehren, dass zwei Menschen, die sich gut verstehen, auch dann glücklich sein können, wenn sie den kleinsten Raum miteinander teilen. Aber wenn sie sich nicht mögen, kann für beiden sogar die ganze Welt zu klein erscheinen. Indem wir uns bemühen und lernen, mit den Menschen um uns herum gut zu sein, können wir unsere Welt größer und heller erscheinen lassen.